Hallo! In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine WordPress-Website auf ein solides Fundament stellen kannst, das auch professionellen Ansprüchen gerecht wird. Ich zeige dir, womit du die Leistung deiner Seite bei Bedarf ganz einfach nach oben skalieren kannst, wie du Änderungen vornimmst, ohne deine Live-Seite selbst zu beeinträchtigen und auch, was dich das Ganze am Ende kosten wird. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ulf und ich habe die Facebook-Gruppe Digital Business für Fotografen gegründet. Da geht es quasi um die Peripherie des digitalen oder des Fotografen-Business. Sprich, mit welchen digitalen Tools können wir uns das Business ein bisschen vereinfachen, ein bisschen günstiger, ein bisschen schneller machen, um am Ende vielleicht Zeit oder sogar Geld zu sparen, um dann wiederum mehr Zeit für die wichtigen Sachen im Leben zu haben, nämlich für Familie, für Freizeit oder auch fürs Fotografieren. Wenn dich dieses Thema interessiert, bist du hier richtig und herzlich in die Gruppe eingeladen, mitzudiskutieren. Ich packe nochmal den Link in die Videobeschreibung und werde es auch hier gleich nochmal einblenden. Heute geht es also um das Fundament für eure Website. Das ist natürlich der Hoster, auf dem die Website im Netz zur Verfügung gestellt wird. Ich habe da einen ziemlich coolen Dienst entdeckt, den ich euch heute gerne mal zeigen möchte. Und das ist der Anbieter Cloudways. Cloudways ist eine Managed Cloud Hosting Plattform. Und was die so alles kann, finde ich sehr interessant und das wollte ich heute mal euch so ein bisschen erzählen. Zur Transparenz vorab, Cloudways weiß nichts von diesem Video, hat mich nicht dazu beauftragt und hat mir auch weder was dafür bezahlt, noch sonst irgendwelche Leistungen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Gleichwohl gibt es hier diesen Link, ulfkrüger.de/Cloudways. Das ist ein sogenannter Affiliate-Link. Wenn ihr den benutzt, um darüber den Dienst zu buchen, dann kriege ich einen kleinen Betrag gutgeschrieben auf meinem Cloudways-Konto und kann damit sozusagen ein paar Hostingkosten verrechnen. Aber auch ihr kriegt was. Ihr kriegt nämlich auch $15 auf euer Cloudways-Konto gutgeschrieben. Hey, es gibt Geschenke. Und habt quasi dann, wenn ihr zum Beispiel das $10-Paket für einen Monat benutzt, 6 Wochen Zeit, den Dienst ausgiebig zu nutzen und zu testen und könnt theoretisch nach 6 Wochen dann kündigen, ohne dass ihr irgendwas dafür bezahlen musstet. Ich finde, das ist eine ganz faire Sache. Das ist eben das Gute an Cloudways. Ihr seid nicht an irgendwelche Vertragslaufzeiten gebunden, sondern ihr könnt im Prinzip jederzeit kündigen. Ihr könnt aber auch jederzeit die Leistung eures Servers nach oben schrauben und zahlt dann dafür natürlich ein bisschen mehr, aber ihr müsst jetzt keinen Vertrag ändern, woran dann wieder eine längere Vertragslaufzeit hängt. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ja, schauen wir doch mal rein. Cloudways, was haben sie denn da so im Angebot? Cloudways kauft bei verschiedenen Speicherplatzanbietern im Netz große Kontingente an Speicher ein und setzt darauf eben ihre Leistung auf. Und das ist letztlich das, woraus sich dann diese Pakete zusammensetzen. Es wird also quasi für euch ein Speicherbereich bei einem dieser Anbieter angelegt und Cloudways installiert dann euren Server dort. Ihr seht, es ist hier eigentlich alles an Anbietern dabei, was Rang und Namen hat, angefangen bei Google und Amazon. Das sind ja wohl so die Platzhirsche, würde ich mal sagen. Dann gibt es noch Vultr, Linode und DigitalOcean. Ich persönlich bin bei DigitalOcean, weil es der günstigste Anbieter ist. Ihr seht, das ist ein Server, der kostet $10 im Monat. Den nutze ich jetzt seit 6 Monaten. Ich habe da 5 verschiedene Webseiten gleichzeitig drauf und es funktioniert ganz hervorragend. Was heißt das nun aber, dass Cloudways diese externen Anbieter für Speicher benutzt? Müsst ihr da jetzt auch einen eigenen Account oder sowas einrichten? Nein, müsst ihr nicht. Das regelt alles Cloudways für euch. Ihr braucht auch keinen Account bei diesen Anbietern, sondern wie gesagt, Cloudways stellt euch das als Paket sofort zur Verfügung, so dass ihr da euch nicht noch woanders anmelden müsst. Gleichwohl ist es aber natürlich rein theoretisch eine Option. Ihr könntet auch direkt zu Amazon oder zu DigitalOcean gehen, euch da einen Speicherplatz mieten und darauf einen Webserver aufsetzen. Das geht, das kostet letztlich auch dann ungefähr die Hälfte von dem, was es bei Cloudways kostet. Aber ihr seid eben dann allein auf weiter Flur und müsst euren Server selbst installieren, selbst warten, selbst updaten, selbst gegen Angriffe schützen. Und ihr habt natürlich eben auch keinen Service. Das heißt, bei Cloudways zahlt ihr eben diese Preisdifferenz für den Service und für die Leistung, die sie zusätzlich anbieten. Was genau ist denn jetzt eigentlich in diesen Accounts enthalten? Ich persönlich habe dieses Paket gebucht, das ist wirklich das günstigste, womit es anfängt. Also mein Server hat 1 GB RAM, hat einen Prozessor, 25 GB SSD Speicherplatz und eine Bandbreite von 1 Terabyte.
Mir ist es in diesen 6 Monaten noch nicht gelungen, diese Bandbreite von 1 Terabyte zu sprengen. Die wiederholt sich natürlich jeden Monat, also die fängt jeden Monat wieder bei 0 an. DigitalOcean, wie gesagt, der günstigste Anbieter. Die anderen sind halt hier und da ein paar Dollar teurer oder auch wieder günstiger. Und die Platzhirsche Amazon und Google, wahrscheinlich sind es die performantesten, deswegen sind auch die Preise dort kräftig höher. Aber wenn ihr einen hochskalierten E-Commerce-Shop nutzt, dann ist das vielleicht auch eine Option, die es sich zu überlegen lohnt, kostet natürlich dann auch entsprechend mehr Geld. Ja, was gibt es denn so an Features, von denen ich schon so viel geschwärmt habe? Schauen wir doch mal. Es gibt hier so eine Vergleichsliste zu anderen Hostern. Das könnt ihr euch vielleicht selber mal anschauen. Darauf will ich jetzt gar nicht im Einzelnen eingehen. Es gibt aber ein paar Features, die mir relativ wichtig sind und auf die möchte ich jetzt gerne mal eingehen, denn da gibt es einiges zu sagen. Ich mache das so ein bisschen im Presentation-Style. Fangen wir an. Es gibt natürlich einen dedizierten Server, sprich einen Server, der nur allein für euch zur Verfügung steht. Dieser Server ist in der Leistung frei skalierbar. Das heißt, ihr könnt die Leistung sowohl rauf als auch wieder runterfahren. Also angenommen, ihr habt mal eine besondere Aktion, wo ihr viel Traffic erwartet, dann könnt ihr einen Tag vorher die Leistung hochfahren und wenn nach 2 Wochen sich der Sturm wieder gelegt hat, könnt ihr im Prinzip die Leistung auch wieder runterfahren. Das ist eine Sache, die ihr zum Beispiel beim Shared Hoster, meine ich, gar nicht oder nur sehr eingeschränkt machen könnt. Und das finde ich eine richtig gute Sache. Wenn ihr euch nach den Standorten fragt, Cloudways hat Datacenter über die gesamte Welt verteilt. Natürlich gibt's auch Rechenzentren in Europa. In Deutschland ist das Frankfurt. Das ist auch da, wo mein Server gehostet wird. Und das ist ja auch ganz beruhigend zu wissen, damit der Datenschutzgrundversorgung, habe ich jetzt Grundversorgung gesagt, der Datenschutzgrundverordnung Genüge zu tun, dass die Daten in Deutschland sind. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt erfüllt. Okay, dann natürlich der Geschwindigkeit zuliebe SSD-basiertes Hosting. Es gibt halt keine rotierenden Festplatten mehr, sondern es wird Festspeicher genutzt, der natürlich eure Daten schneller nach vorne an den Browser bringt und damit auch für ein gutes Nutzererlebnis sorgt. Wenn mit dem Server irgendwas sein sollte, habt ihr die Möglichkeit, euren Server selbstständig neu zu starten, denn frei nach dem probaten Mittel Turn it off and on again wissen wir ja, dass damit 95% aller Computerprobleme behoben werden können, also PC oder Mac neu starten und alles ist wieder gut. So funktioniert das hier eben mit dem Server auch. Um euch vor Angriffen zu schützen, gibt es Firewalls auf Betriebssystemebene. Das heißt, da greift der Hoster dann schon vorher ein, um dafür zu sorgen, dass ihr möglichst wenig Probleme habt. Ja, aber das ist noch nicht alles. Was gibt es noch? Es gibt eine serverseitige Caching-Option. Das heißt, da werden statische Bestandteile eurer Seite vorgehalten, um sie schneller zum Browser zu bringen. Dann könnt ihr natürlich zwischen verschiedenen PHP-Versionen wechseln. Es gibt, glaube ich, von 5.6 bis rauf zu 7.3 jetzt zum Zeitpunkt des Videos. Falls ihr noch eine Applikation habt, die eine ältere PHP-Version benötigt, könnt ihr das bei Cloudways alles installieren. Das heißt natürlich auch, dass ihr jede PHP-Applikation installieren könnt. Das ist zum einen natürlich so Sachen wie WordPress und Joomla. Kann aber auch sein, dass ihr noch ein altes E-Commerce-Skript irgendwie rumliegen habt, was ihr gerne verwenden wollt. Das könnt ihr bei Cloudways dann alles machen. Der Clou sind natürlich diese Ein-Klick-Applikationen. Das heißt, viele von den Applikationen, die ihr schon kennt, könnt ihr bei Cloudways mit einem Klick installieren. Zum Beispiel WordPress in verschiedenen Ausprägungen, aber eben auch Joomla, Magento oder auch andere Geschichten wie OpenCart oder Presto. All das gibt's als Ein-Klick-Installation und das hat eben den großen Vorteil, dass auch die Schreib- und Leserechte für die Ordner gleich richtig gesetzt sind, sodass bei Updates keine Probleme auftauchen, wenn das Skript meckert, dass es irgendwo fehlende Zugriffsrechte hat. Ja, freies WordPress Caching Plugin. Das Plugin sorgt dafür, dass Seiteninhalte nicht dynamisch jedes Mal neu generiert werden, sondern statisch vorgehalten werden, um dem User ein schnelleres Benutzererlebnis zu bieten. Wichtig ist natürlich, wie kriegt ihr eure alte Seite rüber, beziehungsweise die Seite von eurem alten Hoster rüber zu Cloudways. Cloudways hat da für WordPress ein ziemlich intelligentes Migrationsplugin am Start, was wirklich in meinem Fall reibungslos funktioniert hat. Ich habe das mit 5 Seiten gemacht und das ist eine Sache von Minuten oder bei größeren Seiten vielleicht auch mal von einer halben bis Stunde, je nachdem. Und das hat reibungslos funktioniert. Und als wäre das noch nicht alles, gibt es natürlich das Killer-Feature, weswegen ich überhaupt zu Cloudways gewechselt bin. Das ist das sogenannte Staging. Das heißt, ihr könnt eure Live-Seite duplizieren und zwar mit nur einem Klick.
dann stellt Cloudways eine Kopie eurer Seite, stellt euch dafür eine eigene URL zur Verfügung, sodass ihr euch dort im Backend einloggen könnt und dann nach Herzenslust auf der Kopie eurer Live-Seite alles Mögliche ausprobieren könnt. Sei es Updates von Plugins, sei es Änderungen im Code oder ihr wollt ein Theme ändern oder ihr wollt das Design updaten. Da könnt ihr nach Herzenslust rumspielen. Ihr könnt auch im Prinzip die Seite zerschießen, dass nichts mehr geht. Das ist alles kein Problem, denn eure Live-Seite bleibt davon unangetastet. Wenn ihr Änderungen vorgenommen habt, die funktionieren und ihr wollt die gerne auf eure Live-Seite übertragen, dann ist es wieder nur ein Klick und alle Änderungen werden sofort auf die Live-Seite übernommen. Und auch das funktioniert bei mir seit 6 Monaten reibungslos. Ich habe da bisher keine Probleme gehabt. Ja, und genauso gut sind natürlich kostenlose SSL-Zertifikate, die ihr mit einem Klick installieren könnt. Die gibt's von diesem Dienst Let's Encrypt. Die stellen kostenlos SSL-Zertifikate zur Verfügung. Bei Cloudways werden die automatisch in eure Seiten integriert und auch nach 3 Monaten automatisch abgedatet. Bei meinem bisherigen Hoster kostete ein Zertifikat für eine Seite über 2 Jahre 70 € oder für 2 Jahre 70 €. Macht bei 5 Seiten, wenn ich richtig rechne, 350 € für 2 Jahre. Mein Cloudways-Account kostet 10 € im Monat. Wenn ich das auf 2 Jahre hochrechne, sind das 240 €. Habe ich 110 € gespart. Da kann ich doch nochmal schön von essen gehen. Und habe natürlich auch meinen ganzen Server im Preis mit drin. Also kostenlose SSL-Zertifikate gibt es mittlerweile schon häufiger, aber eben noch nicht überall. Auch das wäre vielleicht ein Rechenexempel, wo sich das für euch lohnen könnte, zu Cloudways zu wechseln. Denkt mal drüber nach. Ja, dann gibt es natürlich noch automatische Backups mit frei wählbaren Intervallen. Das übernimmt Cloudways für euch. Ich persönlich würde jedoch dazu raten, eure Backups lokal auf eurem Rechner vorzuhalten, sodass ihr da im Zweifel auch rankommt, wenn ihr sie benötigt. Könnte theoretisch sein, wenn der Hoster die Flügel streckt, dass eure Backups dann auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind. Ja, was Cloudways dann noch hat, ist natürlich ein 24-Stunden-Live-Chat, 7 Tage die Woche. Habe ich am Anfang ein paar Mal benutzt, hat auch immer gut funktioniert. Das waren kompetente Leute. Ich hatte innerhalb von wenigen Minuten bis 1-2 Stunden jemanden da, der sich um mein Problem gekümmert hat. Das ist der schnelle Abriss über das, was Cloudways alles kann. Wollen wir auch noch mal schnell sagen, was es nicht kann. Cloudways bietet zum Beispiel kein natives Domain Name Management. Das heißt, wenn ihr eure Domains bucht, so wie ihr es vielleicht bisher bei eurem Hoster gemacht habt, das könnt ihr bei Cloudways selber nicht. Dafür gibt es aber einen externen Dienst, den sie anbieten, der heißt DNS Made Easy. Kostet dann ein paar Dollar extra. Ihr könnt aber natürlich auch jeden deutschen Domainnamenanbieter wählen und dann über dessen DNS-Einträge eure Domains auf die entsprechenden Server bei Cloudways umleiten. Und Cloudways bietet auch kein natives E-Mail-Konto-Management. Also wenn ihr es von eurem bisherigen Hoster kennt, dass ihr dort auch eure E-Mails angeben könnt und dann automatisch Postfächer eingerichtet werden, das bietet Cloudways nicht. Sie bieten auch dafür eine externe Lösung, nämlich Elastic Email und Rackspace. Könnt ihr auch, wie gesagt, für wenige Dollar entsprechende Postfächer dazu mieten. Vielleicht habt ihr aber auch einfach nur ein Google-Konto oder ihr habt ein Exchange-Konto. Das könnt ihr natürlich weiter benutzen, indem ihr einfach auf eurer WordPress-Seite ein sogenanntes SMTP-Plugin installiert und das übernimmt dann die Kommunikation mit eurem bisherigen E-Mail-Account. Das funktioniert völlig problemlos. So mache ich das auch. Ich musste auf Cloudways gar keine neuen E-Mail-Konten anlegen. Okay, so viel also zum Thema Cloudways. Mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet, ob das was für euch ist. Schreibt es mal in die Kommentare und wenn es euch interessiert, mache ich vielleicht noch 1-2 weitere Videos. Zum einen würde ich dann wirklich mal einen Account erstellen und mal zeigen, wie das alles funktioniert und auch wie ihr eure Seite von eurem bisherigen Hoster zu Cloudways migriert. Das wäre vielleicht ganz interessant. Und auch noch, was ich auch noch mal gerne zeigen würde, wäre diese Staging-Option, die ich wirklich sehr, sehr genial finde. Aber das alles würde zu weit führen, um es jetzt auch noch in diesem Video zu zeigen. Ja, das war Cloudways. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich sehr freuen über ein Like oder auch über ein Abo, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das war's bis hierher. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. In diesem Video zeige ich dir, wie du das auch persönlich professionellen Ansprüchen... Oh, ich habe die Kamera angespuckt.